Ich schmelze. Bin mit der Hängematte unterwegs. Mein Lager steht soweit. Das ist doch mal eine reiche Ausbeute. So, jetzt ist doch noch was draus geworden. Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und ich schmelze. Ich bin nach gut 6 Stunden Anreise mit Bus, Bahn und bis ich halt durch die Stadt durch bin, raus bin, bin ich im Harz und es sind immer noch 25 Grad und Wärme ist echt nicht meins. Aber ich hatte Zeit, ich wollte heute eine Tour machen und naja, Wetter bestimmt normalerweise nicht, ob eine Tour stattfindet oder nicht. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich werde viel Wasser brauchen, das weiß ich jetzt schon. Denn mir tropft es echt so runter. Morgen sind bis zu 34 Grad angesagt. Das wird also nochmal echt heftig. Das wären auch keine langen Strecken. Und ich mache übrigens was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar bin ich alleine im Harz und mache eine Solotour durch den Harz. Und in den Harz ging es ja immer mit Chris. Der hat aber die letzte Zeit und auch die nächste Zeit keine Zeit. Und ja, ich wollte einfach unbedingt wieder in den Harz. Ich hatte Harzweh. Und so habe ich mich alleine auf den Weg gemacht. Gut, dass ich mein Thermoshelm mit habe. Suche ich mal raus, wie viel das ist. Ja, den sieht man früher oder später immer. Und jedes Mal wieder freue ich mich. Auch schon viel zu lange nicht mehr oben gewesen. Da möchte ich morgen einmal drum herum. Da würde ich am liebsten meine Angel rausholen, wenn ich sie mit hätte. Und wenn ich hier angeln dürfte. Das macht bestimmt auch Spaß. Wobei ich glaube, da darf man nicht mehr angeln. Trotzdem, das verlockt irgendwie so. Ich muss so langsam mal was essen. Bin sehr hungrig. Ja, Wasser muss ich schauen, wie weit ich was hier filtern kann. Ich habe einen Sawyer mit. Und ja, ich suche mir jetzt ein Plätzchen zum Schlafen so langsam. Es geht jetzt Richtung 20:30, also so langsam möchte ich da auch so einen Platz zum Schlafen haben. Ich bin mit der Hängematte unterwegs, das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Baumplatz. Ich kann keinen Bodenplatz nehmen, weil ich den Cocoon mit habe. Und ja, den kann man zwar auch als Schlafsack verwenden, aber ich habe keine Isomatte oder so zusätzlich mit, außer meiner BW-Matte und die ist echt nicht komfortabel. Deswegen ja, suche ich mir 2 Bäume, die passen am liebsten irgendwo noch mit ein bisschen Aussicht. Aber man kann ja nicht alles haben. So, das wird mein Abendbrot. Ich habe mir Pemmikan mitgenommen und von Dauerbrot wieder schön Brot aus der Dose. Ich finde, das sieht lecker aus. Also da sollte sich morgen eigentlich irgendwo Wasser finden lassen. Also eigentlich müsste ich ja irgendwo ans Ufer kommen und mir so ein bisschen was davon abfüllen. Ich habe ein schönes Plätzchen gefunden, wo ich jetzt gleich mal die Hängematte aufbauen werde. Und zwar werde ich den Baum nehmen und den. Dazwischen eben schön die Hängematte aufspannen.
So, das Setting steht. Kleiner Tipp, den habe ich von Chris bekommen, denn der Kokon hat eine Kopf- und eine Fußseite, der ist also ganz leicht mumienförmig geschnitten, was man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Kopfende erkennt man. Im Inneren ist hier so eine kleine Tasche und das ist Kopfende. Mein Lager steht soweit. Ich habe das Tarp nur ganz locker aufgespannt. Also Regen ist nicht zu erwarten. Ich habe das eigentlich mehr so, damit mir nichts ins Gesicht bröselt. Einfach nur locker im drüber. Ich hätte es auch weglassen können, aber manchmal kommt von den Bäumen immer was runter. Das muss ich nicht haben. Ja, ich habe meinen Schlafplatz. Allzu lange wird auch keine Sonne mehr da sein. Also, ich denke mal so in einer Stunde wird es hier schon ganz gut dunkel sein. Ich habe Lampe auch schon rum. Einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ich glaube, ich werde mich gleich so ein bisschen in die Hängematte packen. Und ich habe meinen E-Book-Reader mit, also ich werde so ein bisschen lesen. Und dann werde ich mich auch bald ins Bett legen. Das letzte Licht verschwindet jetzt langsam. Wie ihr seht, habe ich so ein Mückennetz auf. Jetzt gar nicht wegen normalen Mücken, sondern wegen winzig kleinen, diese Kriebelmücken. Und die sind echt lästig. Alles andere ist weg, aber die sind echt hartnäckig. Teilweise krabbeln die zwar durch das Netz, aber mit Netz ist besser als ohne. So viel mehr ist auch nicht mehr passiert. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen gelesen. Und das werde ich jetzt auch noch mal eine halbe Stunde oder so machen. Und dann werde ich mich für diese Nacht hinlegen und ja, die Nacht genießen. Die Temperatur ist gerade sehr, sehr angenehm. Und so hoffe ich auf eine gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Ja. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen länger geschlafen. So. Aber irgendwie bin ich jetzt wach. Ich liebe den Kokon. Also der Kokon ist wirklich mit Abstand das beste Hängematten-Setting. Absolut. Also es ist ein Traum. Ich hatte gestern Abend noch Buff angezogen und ein Hemd angezogen, weil es doch kühler wurde. Also zumindest im Vergleich zur Tagestemperatur. Und ich musste innerhalb kürzester Zeit beides wieder ausziehen, weil es sonst einfach zu warm wurde. Also ich bin jetzt wirklich im T-Shirt drin. T-Shirt und Hose. Und es ist so angenehm kuschelig warm. Ich hatte ja befürchtet, dass hier drin so ein bisschen Schlafsackklima ist. Das wäre so der Punkt gewesen, wo ich dachte, das wäre noch so, das wäre dann so ein K.O.-Kriterium. Ist aber definitiv nicht der Fall. Es ist einfach wirklich so ein Kokon aus warmer Luft. Ja, ich habe so ein aufblasbares Kissen mit. Das habe ich schon ewig von Expert. Das war auch noch zu so einer Zeit, als ich sehr, sehr leicht immer bewusst unterwegs war. Ich habe das irgendwie nie verwendet, weil das irgendwie nie so richtig gepasst hat. Ich wollte das jetzt mal in der Hängematte ausprobieren, hat auch nicht gepasst. Also jetzt ist genug getestet, von dem Kissen will ich mich trennen. Also das beste Kissen, was ich bisher hatte in der Hängematte, was einfach am komfortabelsten ist dieses riesige Thermarest. Also es ist halt echt immer nur so ein, das ist fast so viel Volumen wie ein Kokon. Ja, ich bin ja gestern nach dem Abendbrot ein bisschen wieder zurückgelaufen, um zu dieser Stelle hier zu kommen. Und ich werde jetzt wieder zu dem Punkt laufen, also ich werde noch ein bisschen liegen bleiben und dann zusammenbauen. Dann laufe ich zu dem Punkt, wo ich gestern auch Abendbrot gegessen habe. Da werde ich dann frühstücken. Da ist eine Bank, da kann ich mich hinsetzen. Werde ich mir ein Käffchen machen. Und ja, ich habe da auch noch mal Pemmikan noch, Brot. Habe auch noch diese Cabanossi, diese großen, also diese Stangen Salami.
habe ich auch noch mit. Studentenfutter habe ich mit. Also Essen habe ich wieder reichlich mit. Also viel mehr, als ich wahrscheinlich essen kann. Oder will. Ja, wir haben es jetzt. Ja, übrigens 5:20 Uhr. Ja, 5:20 Uhr, 5:30 Uhr. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen länger geschlafen. Aber jetzt irgendwie keine Chance mehr. Also 5 bin ich wach geworden. Und dann auch so wach. Also nicht mal kurz einmal umdrehen und weiter schlafen, sondern so richtig. Ja, und jetzt werde ich mich noch so ein bisschen recken und strecken. Abbauen und ab zum Frühstücksplatz. Schaut mal, was ich da noch Schönes entdeckt habe. Da ist so viel Harz, da werde ich mir jetzt so ein bisschen was abzweigen. Aber, auch nur so als kleinen Tipp, nehmt nicht das Messer, sondern macht euch einfach eben kurz schnell so einen Schaber. Zum einen versaut ihr euch das Messer dann nicht mit dem Harz, aber zum anderen verhindert ihr auch, dass ihr dem Baum irgendwo Schaden zufügt und aus Versehen reinschneidet. Das ist schnell gemacht und damit könnt ihr es gut halt ja, vom Baum loskriegen. Das ist doch mal eine reiche Ausbeute. Richtig gut. Brauche ich zwar bei dieser Tour nicht, aber ja, sowas sollte man nicht einfach liegen lassen. Aber auch hier ganz wichtig, hier ist zwar noch jede Menge, aber das ist halt die Wunde, die der Baum versucht zu schließen. Und da solltet ihr nicht beigehen. Also wenn ihr irgendwo euch Harz schnappt, dann maximal bis zum Anfang der Wunde, lieber ein bisschen weiter darunter. Aber lasst die Wunde auf jeden Fall geschlossen, dafür ist das Harz schließlich da. Und ihr wollt dem Baum ja keinen Schaden zufügen, sondern ihr wollt nur das haben, was letztendlich über ist, was halt einfach runtertropft, was für den Baum auch keinen Nutzen mehr hat. Das kann man sich abzwacken, ohne dass man da ja, irgendeinen Schaden tut. Jetzt auch nicht bis auf die Rinde runter, sondern einfach die Sachen, die lose dran sind. Aber die Wunde auf jeden Fall immer geschlossen lassen und da nicht irgendwie noch sich die großen Klumpen rausholen, weil man denkt, da lohnt sich so richtig, da nicht beigehen. Ja, heute sieht man nichts vom Brocken. Aber wenn der Nebel sich hebt, ich glaube, dann geht die Hitze los. Momentan ist es noch sehr angenehm, aber es ist auch gerade mal, ich glaube, 6:30. Irgendwas in dem Dreh. Also da kommt noch was. So, den mache ich jetzt fertig. Wie immer in dieser Kombination. Wie gesagt, der Windschutz hat sich echt bewährt, der ist echt gut. Und das sind jetzt auch die letzten von den kleinen Speed-Tabletten. Ich habe ja so ein bisschen über die kleinen Speed-Tabletten geschimpft. Ich bin nicht der größte Fan davon, weil gerade bei Speed finde ich es wichtig, dass sie einzeln eingepackt sind, weil die halt einfach so wasseranfällig sind und Wasser ziehen. Deswegen sind mir die einzelnen eingepackten 14 Gramm Tabletten noch lieber. Schlecht sind die kleinen natürlich auch nicht. Die tun genauso was sie sollen. Man muss da ein bisschen mehr aufpassen. Und ich finde es da von der Dosierung tatsächlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich weiß, einen großen Block, also einen 14 Gramm Block, der reicht für meinen Pott Kaffee. Ist alles nicht schlimm, aber ich mag die großen einfach lieber als die kleinen. Gibt doch nichts über eine gute Pemmikan-Stulle. Also ich mag's gerne. Das war doch mal ein guter Start in den Tag. Ich werde jetzt gleich aufbrechen und werde eine richtig schöne große Runde laufen, solange die Temperatur auch noch so ist. Und dann werde ich heute, ja, Nachmittag, Abend fahre ich wieder zurück. Habe ja nur das Wochenende Zeit. Auch wenn der eine oder andere vielleicht denkt, das lohnt sich ja gar nicht, die ganzen Stunden Anfahrt und auch das Geld für die Karte. Andere Leute, ja, verfeiern das Geld am Wochenende und geben da zum Teil deutlich mehr aus, was ja auch okay ist. Und ich mache halt einfach sowas, also von daher lohnt sich das auch für so kurze Trips für mich. Und hier ist einfach schön. Also Harz fühlt sich für mich einfach ein Stück weit wie Heimat an. Das habe ich jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich einfach so ein Stück weit wie zu Hause und einfach wohl.
Also ich weiß ja nicht, wo heute 34 Grad werden sollen. Aber im Moment kann ich mir das echt noch nicht vorstellen. Denn es ist echt kalt. Also ohne mein Flanellhemd würde ich richtig frieren und auch so habe ich echt kalte Hände. Na gut, das kann schnell gehen, wenn die Sonne rauskommt. So richtig. Aber bisher wirkt es noch nicht wie ein warmer Tag. Schaut euch mal an, was ich da gefunden habe. Könnt ihr es sehen? Das sind Walderdbeeren, meine Lieblinge. Mhm. Absolute Favoriten. Schade, dass man die so selten mittlerweile bekommt und sieht. Also zumindest wo ich unterwegs bin. Es ist wirklich arg selten, dass ich die mal sehe. Deswegen nicht zögern. Ja, wunderbar. Genau, was ich gesucht habe. Jetzt bin ich wieder frisch. Das tat auch echt gut. Vor allem, weil ich gestern so geschwitzt habe. Und meine Trinkwasserreserven sind auch wieder aufgefüllt. Meine Feldflasche war eh noch voll. Ja, nicht ganz. Aber 800 Milliliter waren da noch drin. Ich habe jetzt noch mal einen Liter dazu. Das reicht für heute auf jeden Fall. Ich trinke aber auch sehr viel Wasser, muss ich sagen. Also bei jeder Tour habe ich wirklich einen recht hohen Wasserverbrauch. Und ich komme sowieso beim Rückweg hier nochmal vorbei. Deswegen habe ich es jetzt nicht ganz voll gemacht. Das Gewicht kann ich mir sparen. Ah, hier sehe ich gerade. Also ans Ufer hätte ich auch gar nicht gedurft, um mein Wasser zu zapfen und zu filtern. Also von daher umso besser, dass da vorne eine Quelle war. Weil ja, an solche Verbote halte ich mich halt einfach. Das ist ja klar. Ja, da sollte man nicht runter sein. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Also die Sonne versucht es immer wieder. Es wird auch merklich wärmer, aber noch kommt sie nicht so richtig durch. Aber es ist immer mehr blau da, also es wird. Also wenn ich die Anzeige richtig deute, dann sind es knapp über 53 Meter. Da sieht man den Guten wieder. Da habe ich meine ganzen ersten Nächte verbracht. Das ist also jedes Mal, wenn ich wieder da bin, ist das echt ja, ein ganz besonderes Gefühl für mich. Das Witzige ist nämlich, dass ich meine erste Nacht draußen, also das allererste Mal, dass ich wirklich draußen geschlafen habe, dass ich das gar nicht in der Umgebung gemacht habe, als ich damals angefangen habe, sondern ja, ich bin direkt in den Harz. Ich habe damals meinen besten Kumpel überredet, mitzukommen. Er hat mich ein bisschen verflucht dafür, aber ich glaube, insgeheim hat es ihm auch Spaß gemacht. Und so habe ich meine allererste Nacht draußen auf dem Brocken in dem Wolkenhüttchen verbracht. Und ja, auch die ganzen darauffolgenden Nächte sind immer in den Harz gegangen. Also auf die Idee, mal in der Umgebung irgendwo draußen zu schlafen, bin ich tatsächlich erst viel später gekommen. So ging es halt, ja, geht seit Jahren immer wieder in den Harz. Und der wird einfach nicht langweilig. Nie. Jede Jahreszeit bringt so seine eigenen Besonderheiten mit.
Und es hier sieht einfach immer anders aus. Also selbst wenn ich die gleichen Plätze besuche, hat er so oft ein anderes Gesicht. Ich liebe ja diese Wurzelwege. Ich finde, die sind einfach wahnsinnig angenehm zu laufen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Kann aber natürlich auch fies rutschig sein, wenn es nass ist oder auch wenn Frost ist. Dann sind die nicht ganz so gut. Aber ich mag die trotzdem. Ja, also das Seegebiet werde ich heute nicht mehr verlassen. Hier möchte ich einfach den Tag verbringen. Ich werde nochmal so ein bisschen auch auskundschaften. Verschiedene Punkte, wo ich in Zukunft dann einfach auch mal so Hängematte oder Bodenlager aufschlagen kann. Und habe jetzt auf dem Weg hierhin schon so ein paar Punkte gefunden, wo ich guten Gewissens mein Lager aufschlagen könnte und auch eine echt schöne Sicht hätte. Also auch richtig guten Frühstücksplatz und so. Also ein richtig schöner, das wäre wirklich ein Highlight. Sonne knallt mittlerweile ordentlich. Also sie hat den Weg durch die Wolken geschafft und das merkt man auch. Also jetzt glaube ich auch so langsam, dass es heute warm wird. Aber wie gesagt, ich werde keine großen Strecken machen, ein paar Kilometer. Da muss ich irgendwie 8, 9 Kilometer wieder zurück zum Bahnhof. Also von daher mache ich meine Strecke heute schon. Noch zu früh, aber hier sind bald jede Menge Heidelbeeren zum Futtern. Keine 500 Meter und schon wieder so eine schöne Bank. Nutzt alles nichts. Ich habe heute kein Ziel mehr. Also kann ich mich auch einfach kurz hinsetzen und die Aussicht genießen. Bin jetzt zur Entspannung hier. So ein bisschen entschleunigen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau das mache ich jetzt. Das ist auch das Schöne daran, wenn man ohne feste Strecke oder ohne festes Ziel läuft, sondern einfach unterwegs ist. Dass man an jedem Punkt, den man mag, egal wie nah oder was auch immer die aneinander liegen, mal einfach sich hinsetzen kann, einfach das genießen kann. Das mag ich echt mit am liebsten, weil man so die Freiheit hat, wirklich genau an den Punkten zu genießen und einfach zu verharren, wo man gerne verharren möchte. Klar kann man das bei einer festen Route und Strecke auch, aber da muss man dann ja schon so ein bisschen auf die Zeit achten, dass man dann auch zu gegebenem Zeitpunkt dort ankommt, wo man auch hin möchte. Und wenn man einfach einen Platz hat, wo man sagt, hey, hier möchte ich eine halbe Stunde bleiben, bei einer festen Route oder einem festen Ziel ist das nicht unbedingt immer drin. Kann man natürlich auch so planen, dass man da einfach jede Menge Puffer mit einbaut. Aber ich finde einfach dieses gar nicht überhaupt irgendwas im Nacken haben, finde ich echt schön. Wie macht ihr das? Lauft ihr auch intuitiv, einfach wie die Nase steht, wie der Wind weht? Oder habt ihr lieber wirklich eine feste Route, dass ihr sagt, so, hier starte ich und da will ich da und da und dann sein? Würde mich mal interessieren. Wenn 200 Meter weiter wieder eine Aussicht kommt, also dann werde ich mich da wieder hinsetzen. Wie gesagt, ich mache einen ganz entspannten dieses Wochenende. Mein primäres Ziel ist draußen sein. Check. Ich liebe das, wenn man den Mond am Tag sehen kann. Es hat irgendwie was.
So, es ist doch noch was draus geworden. Und zwar wird das jetzt mein Harzspatel. Also wenn ich irgendwo wieder Harz am Baum sehe, was ich entfernen kann, dann mache ich das hiermit. Da muss ich mir nichts extra schnitzen, dann habe ich den halt. Ist ganz schön geworden, oder? Kommt natürlich mit in meine Werkzeugbox. Hier habe ich auch das Harz mit reingetan. Und ach ja, was hier auch neu drin ist, das habe ich auch schon ewig lange. Das habe ich jetzt extra hierfür mitgenommen. Das ist so ein einfaches Moskito-Kopfnetz. Habt ihr ja schon gesehen. Das habe ich hier mit reingepackt. Dann kann ich das auch nie vergessen. Ist immer mal ganz gut, eins zu haben. Und ich glaube, mein Strohhalm, den habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Also die Sets wachsen auch immer noch mal. Da kommt immer mal so die eine oder andere Kleinigkeit hinzu. Wenn mir irgendwann auffällt, oh, das hätte ich gerne noch gehabt, dann ergänzt sich das. Und jetzt ergänzt sich den. Ha, passt. Ich freue mich gerade ein bisschen über Schatten und ein bisschen Wind. So langsam ballert die Sonne echt richtig heftig. Ich werde noch mal ein bisschen weiterlaufen und dann überlege ich, ob ich den Weg zurückgehe. Weil ich glaube, den Stausee zu umrunden, vor allem wenn man nicht ganz direkt, also man muss dann noch so einen Schlenker machen, bis man dann auf der anderen Seite zurücklaufen kann. Das wird mir, glaube ich, an Strecke für heute zu viel. Es sind jetzt schon 7, 8 Kilometer, 8 bis zum Bahnhof. Und wenn ich jetzt noch drumherum laufe, dann dürfte die Tagesdistanz irgendwo bei zu viel. Also bei der Hitze zu viel. Mal gucken, ich laufe mal noch ein bisschen weiter und dann überlege ich mir das. Ich habe mich entschieden, ich werde jetzt umdrehen. Also ich werde den Weg jetzt zurückgehen. Mein Zug kommt alle 2 Stunden. Da muss ich so gucken, welchen ich da erwische. Und da habe ich auch noch 4 Stunden Rückfahrt. Wenn ich den anderen Weg jetzt noch gehe drumherum, dann sind es noch 5 bis 6 Stunden bis zum Bahnhof. Das wird alles ein bisschen zu spät. Das könnte arg knapp werden tatsächlich. Vor allem den anderen Weg, da möchte ich schon noch ein bisschen das eine oder andere filmen, wenn ich schon da lang gehe und euch mitnehme. Deswegen hebe ich mir das lieber auf, weil ich da auch nicht durchspurten will. Das will ich also absolut dann auch komplett mitnehmen. Dann hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. Ich werde beim nächsten Mal einen anderen Platz zum Übernachten wählen, nämlich schon deutlich näher in die Richtung. Und dann kann ich am zweiten Tag nämlich schön einmal komplett den Stausee umrunden. Oder ich gehe irgendwo ganz anders lang, aber ich denke, die Stausee-Idee gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, Rückweg werde ich jetzt nur noch bedingt was filmen. Die Strecke habt ihr ja gesehen. Da habe ich ja viele Aufnahmen gemacht. Aber ich melde mich nochmal. Da könnt ihr die ganzen Kaulquappen sehen. Perfekte Gewässer dafür. Weil hier die Sonne auch nicht hinkommt, ist es hier sowieso sehr, sehr nass. Also man sieht ja auch hier überall alles nass. Sobald man irgendwo ist, wo die Sonne hinscheint, ist alles knochentrocken. Ja, ich freue mich gerade, die Entscheidung getroffen zu haben, weil die Mittagshitze echt ballert. Wir nähern uns jetzt langsam der Mittagshitze, das heißt, da geht noch was. Und kein Wölkchen am Himmel. Und mein Rückweg ist nur bedingt schattig. Wie gerne ich da jetzt reinspringen würde. Oh, das tat echt gut. Oh, sehr, sehr erfrischend. Das ist in 0, nix verdampft. Aber für den Moment ist das göttlich. So, meine Lieben, ich verabschiede mich. Wenn ich meinen Zug erwischen will, dann muss ich mich ein bisschen sputen, sonst muss ich 2 Stunden warten. Und das muss ich nicht unbedingt haben.
Schön, dass ihr mich begleitet habt. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen. War richtig, richtig herrlich. Und das Wetter ist auch echt ein Traum. Also die 30 oder 32 Grad, was wir jetzt haben, brennen mir ordentlich aus dem Dötz. Also ich freue mich wirklich immer über Schatten. Aber ich will nicht meckern, wir haben Sommer. Also es ist okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.